Ich war mit meinen beiden absolvierten Fahrradtouren in diesem Jahr so glücklich, dass ich ein drittes Mal die Taschen packte und nochmals eine Woche rausradelte. Dieses Mal wollte ich Pippi Langstrumpf in Wimmerby besuchen. Am 10. August ging es los. Ich wollte mir die eher mühsamen ersten Kilometer raus aus Stockholm ersparen und nahm deshalb den Lokalzug zum 70 Kilometer entfernten Gnesta. Die Wettervorhersage war bestens, deshalb nahm ich den Küstenweg und plante, so gut es ging, in der Nähe von Wasser zu zelten. Die erste Übernachtung war am Bråviken geplant. Eine Fähre brachte mich bei Kvartjebu auf die Südseite des Bråviken, einem Golf der Ostsee, der sich tief in das schwedische Festland erstreckt. Hey, für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Karl Christian aus Österreich. Ich befinde mich 5 Meter vom Meer entfernt, von der Ostsee. Möglicherweise hört man sie plätschern im Hintergrund. Heute bin ich von Stockholm hierher gefahren. Ich bin eine Zeit lang am St. Eriksweg geradelt. Das ist ein ganz alter Weg. Habe eine Reihe von Runensteinen, glaube ich, heißt das, mir angeschaut. Auf jeden Fall bin ich in einer geschichtsträchtigen Gegend unterwegs gewesen heute. Ich habe besonders darauf geachtet, dass ich heute einen guten Platz direkt am Wasser finde. Das war gar nicht so leicht. Ich habe eine Stunde gesucht, aber jetzt habe ich einen Subplatz gefunden hier. Wie gesagt, es gibt einen Strand da gleich daneben und das Wasser plätschert da. Es hat 22 Grad, es ist 7 am Abend. In Schweden ist es ja so, dass im Prinzip alle Grundstücke entlang von Wasserflächen allgemein zugänglich sein müssen. Verglichen mit der Situation in Österreich, wo die Strände und den Seen ja alle in Privatbesitz sind und man eigentlich nirgends an das Wasser ran kann, ist das hier in Schweden ganz anders. Ich bin mit der Fähre vor einer Stunde hier herübergefahren. Die Fähre ist hier ein paar 100 Meter entfernt. Sie fährt auch jetzt wieder. Ein bisschen müde bin ich, erster Tag. Das ist immer so. Man stresst ein bisschen, wenn man direkt aus der Stadt rauskommt. Aber ich glaube, jetzt in den letzten Stunden habe ich das schnelle Stadtleben irgendwie vergessen. Und jetzt bin ich auf normaler Geschwindigkeit, wie sich's gehört, für einen Radreisenden. Ah ja, wie das Wasser so plätschert, ganz ruhig.
Die Sonne ist jetzt untergegangen, da drüben hinter dem Hügel. Jetzt hat die Hitze endlich nachgelassen. Heute war es super heiß. Über 30 Grad wieder auf meinem Fahrradthermometer. Ich befinde mich hier südlich von Loftahammar, gleich am Wasser, wie man sieht. Das ist die Ostsee. Ich bin heute losgefahren in der Früh von Kvartjebu. Dort habe ich ja auch am Wasser gecampt und ich habe mir ein super Frühstück gemacht. Kaffee, dänisches Roggenbrot und einen Aufstrich drauf. Bin dann nach Valdemarsvik gekommen. In Valdemarsvik gibt es natürlich auch einen Hafen und die Boote, die dort im Hafen zu sehen waren, die waren außerordentlich schön. Ich verstehe zwar nicht viel von Booten, aber diese Boote haben mir super gefallen. Alle aus gediegenem Holz gemacht. Bin dann weitergefahren bis nach Loftahammar. Dort habe ich mir ein Eis gegönnt. Super großes Eis, sodass ich mir das Abendessen erspart habe. Na, so ziemlich. Und ich bin noch 6 Kilometer weitergefahren und habe diesen außerordentlich schönen Platz gefunden. Morgen wird mich hoffentlich die Sonne nicht, so wie heute Morgen, um 5 Uhr oder so halb 6 Uhr aus dem Zelt treiben. Es ist zu heiß geworden. Ich habe hier geachtet, dass die Sonne hier hinter dem Wald aufgeht. Da wird es also ein bisschen länger dauern. Morgen möchte ich nach Västervik fahren. Dort werde ich vermutlich Mittagessen, das ist 40 Kilometer von hier. Dann werde ich durch Småland weiterfahren von Västervik nach Vimmerby. Vimmerby, das ist ja die Geburtsstadt von Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf, so heißt das auf Deutsch. Pippi Langstrumpf auf Schwedisch. Ah ja, herrlich ist es hier jetzt. Ganz ruhig. Und jetzt bin ich in Vimmerby, an einem super See. Der Strand ist nur so 30 Meter entfernt. Heute war ziemlich anstrengend. Ich bin 120 Kilometer geradelt, von Loftahammar über Västervik bis hierher.
In Vimmerby gibt es ja auch das Astrid Lindgren Land, ich glaube so heißt es. Aber das ist heuer zugesperrt. Das ist so ein Theme Park, wo man alle Figuren, die Astrid Lindgren erfunden hat, irgendwie thematisiert hat. Ich war ja nie drinnen, aber so stelle ich mir das vor. So ein schwedisches Disneyland. Ich selbst stehe ja sehr auf die Kinder von Bullerbü. Das habe ich als Kind im Fernsehen gesehen. Die erste Verfilmung, Schwarz-Weiß-Verfilmung. Hat mich stark beeindruckt. Bullerbü war ungefähr so ein kleines Nest wie Neusaffenau, dort wo ich aufgewachsen bin. Und wir sind auch herumgestreunt im Dorf, ganz gleich wie die Kinder von Bullerbü. Verschiedene Altersstufen gemischt. Es ist irgendwie interessant gewesen. Ich bin auf dem Astrid Lindgren Radweg über Stock und Stein gekommen. Nicht den ganzen Weg, aber doch ein ganz schönes Stück auf Schotterpiste. Und die Menge der Steine, Mugeln muss man sagen, die man als eine Person gar nicht heben kann, die da in den Wäldern herumliegt oder eigentlich überall herumliegt, die war gigantisch. Und man kann sich nur fragen, wie die Bauern vor, sagen wir 200 Jahren, wie es ihnen gelungen ist, überhaupt Ackerflächen zu schaffen, indem sie die Steine weggeschafft haben. Ich war vorher baden, da unten. Die Sonne ist schon langsam am Untergehen. Das Wasser hat ungefähr, weiß nicht, 24 Grad. So, jetzt bin ich am südlichsten Punkt angekommen von meiner Reise. 3 Tage bis hierher. Ab morgen geht es dann 300 Kilometer zurück nach Gnesta, wo ich dann in den Zug einsteigen werde. So ist es zumindest geplant. So, heute zelte ich am Waldesrand in der Nähe von Nyköping. Heute habe ich ein ganz eigenartiges Erlebnis gehabt. In Norrköping habe ich bei einem Eisstand ein Frappé bestellt, doch das Mädchen dort hat mich überhaupt nicht verstanden.
bis wir endlich uns geeinigt haben, beziehungsweise sie hat darauf bestanden, das heißt ja Frappe. Also habe ich ein Frappe in Norrköping gekauft und dann saß ich dort am Fluss unter einem Hawaii-Sonnenschirm, als plötzlich eine Windböe den Schirm überdrehte, und zwar nicht meinen, sondern den Nachbarschirm, und der hätte mich fast erschlagen. Das war vielleicht bis jetzt das gefährlichste Erlebnis auf meinen Fahrradreisen. Ja, heute in der Früh um 4 Uhr oder so gab es wieder Wildschweinalarm. Soll heißen, ein Wildschwein hat sich brüskiert darüber, dass ich gerade dort meinen Platz ausgesucht habe für diese Nacht. Es hat auch fürchterlich geschrien. Also es ist alles ganz schön lustig, was man erlebt. Hey, wenn der Züge her von mir.